Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Lastenräder für gewerbliche Zwecke sind groß, sperrig und unhandlich zu fahren. Unit sieht das anders und bringt ein kompaktes Lastenrad auf den Markt, auf das echte Profis zählen können. Und das gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Beziehungsweise die gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Unit ist eine junge Marke aus Hamburg. 2021 haben sie ihr erstes Fahrrad vorgestellt, ein kompaktes Cargo-Bike, das speziell für den Einsatz für Familien mit Kindern, für Privatleute und Leute mit Hunden zum Beispiel gedacht war. Und das Video, das damals entstanden ist, verlinke ich mal hier oben. Und in den letzten Jahren haben sie sich einige Gedanken gemacht, wie sie den Einsatzzweck dieses kompakten Cargo-Bikes nochmal deutlich erweitern können und haben jetzt ein Bike oder eine Linie an Bikes rausgebracht, die sich an echte Profis richten. So wie Matthias hier. Den seht ihr später nochmal und dann wisst ihr auch warum. Die Pro-Modelle unterscheiden sich in einigen Punkten von den regulären Units und sind nicht nur gedacht für Gewerbetreibende, um damit den harten Alltag auf den Straßen zu bestehen, sondern auch für Leute, die einfach zum Beispiel einen Kleingarten beschicken wollen. Und wir gucken uns jetzt mal einige Details an, die die Pro-Modelle von den regulären Units unterscheiden. Zuerst fällt natürlich auf, das Unit ist noch immer winzig. Mit 1,77 m Gesamtlänge ist es kürzer als die meisten normalen Fahrräder, bietet aber einiges mehr an Beladungskapazität und Belastungskapazität. Die Ladefläche ist hier über dem Vorderrad, in der Mitte das Cockpit und der Sattel ist quasi direkt über dem Hinterrad. Und sie erreichen das dadurch, dass sie außergewöhnlich kleine Laufräder haben. Vorne ist ein 16 Zoll Laufrad und hinten ein 18 Zoll Laufrad. Dadurch kann der Radstand lang sein, die Gesamtlänge kurz und die Ladeflächenhöhe ist trotzdem vergleichsweise niedrig. Und diese kleinen Laufräder sind natürlich auch außerordentlich stabil. Und diese Gesamtstabilität des Fahrrads wird noch dadurch unterstrichen, dass jetzt für Unit auch diese Schwalbe-Pickup-Reifen gebaut werden, die dafür dann halt sorgen, dass dieses Fahrrad auch von den Reifen her diese hohe Beladungskapazität aushalten kann. Und hier ist auch deutlich mehr los als bei den privaten Unit-Modellen. Und das fängt beim Ständer an. Der ist nämlich nicht hier direkt vor dem Hinterrad, sondern sitzt direkt unter der Ladefläche. Dafür wurde eine eigene Aufnahme entwickelt, damit eben die Last auf dem Ständer besser verteilt werden kann und das Rad sich auch mit schwer beladener Ladefläche leicht auf- und abbocken lässt. Das funktioniert wirklich einfach, man muss nur ein bisschen nach vorne schieben, der Winkel ist nicht allzu groß und das Fahrrad rollt dann einfach. Und wenn man es auf den Ständer stellen möchte, dann ist auch das verhältnismäßig einfach. Der Ständer hat auch sehr breite Füße, damit es eben auch, wenn das Rad hier vorne schwer beladen ist, nicht zur Seite wegkippen kann, selbst wenn es nicht hundertprozentig gerade steht. Der Lenkungsdämpfer, der hier unter der Ladefläche sitzt, wurde auch noch einmal für das Pro-Modell angepasst, um den harten Anforderungen des gewerblichen Alltags zu widerstehen. Die nächste Besonderheit ist dieses merkwürdige Ausfallende hier. Erstmal bietet Unit auch in der Pro-Variante verstellbare Ausfallenden, damit die Riemenspannung immer korrekt ist. Aber dieses Ausfallende wurde dann dafür entwickelt, um alle möglichen Anhänger auch dranhängen zu können. Denn wenn die Ladefläche vorne mal nicht ausreichen sollte, dann kann man einfach irgendeinen großen Lastenanhänger ranhängen.
Und da gibt es noch eine weitere Besonderheit. Denn Unit arbeitet auch mit Kala Cargo zusammen und hat hier eine eigene Aufnahme für die Harry-Kupplung entwickelt, die dafür geeignet ist, um halt so einen richtig großen, schweren Lastenanhänger dran zu hängen. Und das Besondere hier ist auch, dass die Kraft gleichmäßig auf den Rahmen verteilt wird bei dieser Aufnahme und nicht punktuell hier zum Beispiel an der Sattelstütze zieht. Das ist ziemlich schlau gelöst. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Pro Rack zu konfigurieren. Ein sehr stabiler Gepäckträger, der hier mit verschiedenen Verzurrösen ausgestattet ist, um einfach Dinge zu verzurren, der ebenfalls mit dieser Harry-Kupplung kompatibel ist und hier auch noch die Möglichkeit bietet, so ein Ragtime-System einfach draufklappen zu können und somit zum Beispiel Boxen schnell wechseln zu können. Außerdem hat das Unit Pro ein paar Möglichkeiten, um noch Werbung anzubringen für euer Unternehmen. Jetzt hier mit dieser flachen Variante, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, eine großflächige Werbung anzubringen. Aber mit diesem Pro Rack gibt es hier diese Platten, die sich dann hier einfach befestigen ließen und dann könntet ihr euren Firmennamen oder so einen QR-Code anbringen, der dann zu eurer Internetseite geht, wie zum Beispiel zu dieser Internetseite. Oder die nächste Möglichkeit ist, auch dieses Teil hier zu konfigurieren. Das ist nicht nur ein sehr massiver Schutz für das Oberrohr, sondern bietet ebenfalls die Möglichkeit, hier einfach eure Werbung aufzubringen. Aber das Wichtigste beim Lastenrad ist natürlich die Ladefläche. Und hier hat sich Unit ebenfalls einige Gedanken gemacht, um diese so variabel wie möglich zu gestalten. Anders als bei den privaten Modellen ist hier ein Unterbau, der dafür sorgt, dass die Ladefläche parallel zum Boden ist, was für diverse Anwendungen gar nicht mal so unwichtig ist. Und auf diesem Unterbau lassen sich dann verschiedene Ladelösungen konfigurieren. Das hier ist zum Beispiel der Euro Carrier mit den Maßen einer Euro Box. Allerdings nicht nur einer popeligen 60 x 40 Euro Box, sondern zwei. 80 x 60 cm ist diese Ladefläche groß und damit so groß wie eine halbe Euro-Palette. Da passt mehr drauf als auf die meisten Long Johns. Und wie es sich für so eine Ladefläche gehört, sind hier natürlich auch rundherum Verzurrösen für alle möglichen Gurte zum Beispiel. Aber es lassen sich auch ganz einfach diese Load-Hock-Systeme nutzen. Dafür stellt man das einfach drauf, hakt diese Haken unten ein und dann braucht man das ja einfach nur festziehen. Auf beiden Seiten natürlich. Und schon sind diese Boxen sowohl abgedeckt als auch sicher und fest hier drauf. Und man kann sie auch sehr einfach dann wieder lösen. Das ist ein Prinzip, das ist wirklich eindrucksvoll und ermöglicht eine sehr schnelle Ladungssicherung. Und auch dafür hat eben Unit hier bei dieser Ladefläche eine Lösung geschaffen. Das zweite Rad ist mit einer weiteren interessanten Lösung ausgestattet, nämlich der Pro Box. Die ist in den Maßen etwas kleiner als die Ladefläche, hat aber trotzdem sehr interessante Features. Auf der einen Seite ist hier natürlich wahnsinnig viel Platz für allerlei Werbung und Beschriftung, wie Unit hier auch umgesetzt hat. Dann lässt sich hier oben auf diesem Aluminiumdeckel lassen sich auch noch weitere Gegenstände verzurren, sodass ihr nicht nur auf den Boxinhalt angewiesen seid. Und diese Box ist natürlich komplett wasserdicht, sie ist staubdicht, regendicht und abschließbar. Und wenn man sie öffnen will, dann geht dieser Deckel auch nach vorne auf und nicht nach hinten, sodass man trotzdem auch weiter lenken kann. Ein kleines, aber feines Detail. Hier oben ist dann diese Gummilippe, die dafür sorgt, dass nichts so einfach hier eindringen kann, wenn die Box geschlossen ist. Und es gibt Verzurrösen sowohl hier oben als auch unten in der Nähe des Bodens, sowie diese Matte, damit der Kram, der hier drin ist, nicht so stark herumrumpelt. Und auch kleinere Dinge lassen sich hier drin dann noch zusätzlich verzurren. Ein weiteres tolles Detail ist diese Laptop-Tasche, die hier drin aufgehängt werden kann. Hierin lassen sich allerlei Dokumente zum Beispiel einfach hinlegen, Lieferdokumente, Lieferpapiere etc., als auch natürlich, wie der Name schon sagt, ein Notebook und nimmt dann hier in der Box keinen Platz weg. Und hier in dieser großen Kiste ist dann noch genau Platz für eine 60 x 40 Euro Box. Diese Box hat 135 Liter Fassungsvermögen und eignet sich somit auch hervorragend, wenn mal das Rad unbeaufsichtigt irgendwo stehen gelassen werden muss, wie bei der Paketzustellung zum Beispiel. Und Unit arbeitet auch noch an der Bag Pro, einer großen Tasche, die nachher mit einem Fassungsvermögen von 400 Litern natürlich erst recht für die Paketzustellung prädestiniert ist.
Aber natürlich lassen sich auch alle möglichen eigenen Ideen auf dieser Ladefläche, auf diesem Bike realisieren, sodass sich das Unit Pro für viele verschiedene Berufsgruppen eignet. Wie zum Beispiel die Logistik der letzten Meile. Und Matthias hier wird in den nächsten Wochen eins dieser beiden Units in seinem Alltag bewegen. Denn was machst du so? Ja, ich bediene die letzte Meile in Lübeck mit sehr großen Lastenrädern und habe aber auch immer mal wieder kleinere Sachen, die sich ideal eignen würden, auf diesen kleineren Lastenrädern transportiert zu werden. Ja, ziemlich cool. Und am Ende dieser Testphase werden wir zusammen mal Fazit ziehen, wo diese Bikes richtig gut sind, was vielleicht auch so die Einschränkungen sind. Aber für welches Rad würdest du dich denn jetzt eigentlich entscheiden? Natürlich das mit der Box. Na gut, Tschüss! dann fahren wir jetzt wohl dieses hier. So, und der erste Test ist natürlich der Beschleunigungstest. Wir sind im kleinsten Gang in der höchsten Unterstützung und wir legen mal los. Und 25 km/h. Und da geht der Motor dann auch schon aus. Also es geht echt fix. Diese kleinen Reifen beschleunigen wahnsinnig schnell. Der Motor hört sich angenehm an. Und was auch auffällt bei dieser Schaltung, beim Hochschalten kann man ohne Probleme auch unter Volllast die Gänge durchschalten. Das ist sehr angenehm, sodass man eine sehr graduelle Beschleunigung hinbekommt. Und jetzt bei 25 km/h ist der Motor kaum hörbar, ist so ein leichtes Fiepen. Aber das Fahrrad fährt sich gerade bei so einem Untergrund tatsächlich sehr angenehm. Jetzt geht es gleich aber erstmal auf den Jerusalemsberg. Beladen ist das Gerät jetzt mit allem, was man so für den Kleingarten braucht. Ein bisschen aromatische Bioerde, eine kleine Pflanze, eine tatsächlich leere, wie heißt das? Gießkanne, ein bisschen Schlauchmaterial, um mal zu sehen, wie das Rad beladen ist. Da passt allerdings rein belastungstechnisch noch sehr viel mehr drauf. Und ihr seht, wie groß diese Kisten hier sind. Und mit dieser Beladung fahren wir jetzt mal da hoch. Nehmen natürlich eine für mich angenehme Trittfrequenz, nicht zu viel Power aufs Pedal. Und wir sehen mal, wie schnell wir werden. 20 km/h, 19, 19,5, 19,1 im dritten Gang, 18 km/h, 17. Jetzt schalte ich einmal den zweiten. Beim Runterschalten muss man so ein bisschen Power vom Pedal nehmen. Wir sind jetzt bei 15, 16 km/h, einer hohen Trittfrequenz und wirklich sehr wenig Leistung. Und ihr seht, der Motor gibt tatsächlich noch nicht mal alles. Also das ist tatsächlich eine Geschwindigkeit, die auch andere Räder in diesem Bereich mit diesem Motor erreichen. Das Unit an sich ist jetzt natürlich in dieser Ausstattung mit all dem, was hier drin verbaut ist, auch noch ein bisschen schwerer als das reguläre Unit. Aber trotzdem leichter als große Lastenräder. Und jetzt haben wir ein bisschen freie Bahn. Jetzt können wir mal so ein bisschen in die Kurve legen. Die Bodenfreiheit ist durch den Ständer so ein bisschen eingeschränkt, aber durch den kurzen Radstand fährt das Rad wirklich agil. Die Schwalbe Pickup-Reifen, die haben einen guten Grip, sowohl im Trockenen als auch im Nassen. Und das Fahrrad fühlt sich tatsächlich so kurz an, wie es auch ist. Der Lenkungsdämpfer, der ist ein bisschen härter abgestimmt, als das bei den privaten Units der Fall ist, aber nicht unangenehm, sondern der gibt eine gewisse Schwere in der Lenkung. Es ist kurz, der Abstand zum Lenker ist nicht besonders groß. Ich sitze selbst mit meinen 1,96 m recht aufrecht. Und wenn man kleiner ist, dann kommt auch weiterhin eine aufrechte Sitzposition zustande, was insgesamt gut zu diesem Konzept des Unit passt. Denn hier lässt sich auch in der Pro-Version der Lenker nicht verstellen. Es gibt halt auch nochmal eine höhere Stabilität. Apropos Stabilität. Da verwindet sich gar nichts. Jetzt hier bei Kanten, da rumpelt es ein bisschen in der Box. Und sind die Reifen auch verhältnismäßig stark aufgepumpt. So, und die gute altbekannte Gravel-Strecke. Wir können jetzt ja gerade mal nicht so schnell fahren. Aber auch das macht das Unit gut mit. Natürlich je nachdem, wie es beladen ist. Rumpelt es schon so ein bisschen, aber durch den kurzen Radstand und diese agile Abstimmung kommt man auch hier super durch. Und der Motor, der macht das Ganze auch klasse mit. Der steht dann richtig gut an. Und wir fahren einmal hier runter. So, und der Klassiker, ein neuer Klassiker in dem Radlbandetest, ist das Anfahren am Berg.
Und auch da wiederum höchste Unterstützung, kleinster Gang. Und mal sehen, wie gut und schnell der Motor reagiert. Ah, okay, das ist tatsächlich sehr gut. Beim ersten Pedaldruck kommt der Motor und unterstützt einen dann noch hervorragend so eine knackige Steigung rauf. Jetzt haben wir tatsächlich aber nochmal den Luftdruck ein bisschen angepasst, denn die waren tatsächlich auf 4 Bar eingestellt, die Reifen. Und den Unterschied merkt man sofort. Also der Luftdruck ist ein großer Einflussfaktor auf den Komfort. Die Agilität, die wird dadurch nicht beeinträchtigt, sondern das lenkt sich wirklich scharf ein und es fährt sich halt super kompakt. Also das ist wirklich cool. Ja, fährt sich jetzt deutlich sanfter, auch über Unebenheiten und Kannsteine. Oh, verschaltet. Noch bei niedrigen Drehzahlen kann der Motor gut arbeiten. Ja, der Komfort ist jetzt aber deutlich besser. Über Kanten merkt man dann, dass der Radstand verhältnismäßig kurz ist. Wie bei einem normalen Fahrrad hüpft es dann teilweise so ein bisschen rüber. Aber dadurch, dass es auch wiederum die Ladefläche direkt über dem Vorderrad ist die Belastung genau auf dem Vorderrad. Und selbst solche rutschigen Teile wie hier, da rollt das Unit einfach rüber. Was jetzt auch mir nicht als Nachteil aufgefallen ist das halt sehr kleine Vorderrad mit 16 Zoll. Wenn man von hier oben sitzt und das von oben sieht, dann realisiert man gar nicht, dass das ein so kleines Vorderrad ist, weil es selbst über Einfahrten und Einfahrkanten doch verhältnismäßig gut rüberrollt. Kopfsteinpflaster ist natürlich für jedes Fahrrad so ein bisschen rumpelig, das nicht mit einer Vollfederung auskommt. Aber auch das funktioniert insgesamt gut. Das Fahrrad fährt sich so, als ob es deutlich größere Räder hätte. Das kann man definitiv sagen. So, wir sind bei 25 km/h und wir bremsen jetzt. Okay, also die Magura Scheibenbremsen, die sind Magura typisch richtig gut. Das Bremsgefühl ist sehr knackig, das heißt, man kann es gut modulieren, aber wenn man voll reinzieht, dann braucht man auch nicht allzu viel Kraft, um das Rad schnell zum Stehen zu bringen. War anstrengend jetzt auch. Wir haben jetzt einen Bremsweg von gut und gerne 4 Meter gehabt, was bei diesen Konditionen jetzt auch ein echt guter Wert ist. Das Hinterrad ist ein bisschen gerutscht, das heißt, die Vorderbremse hat richtig viel Power. Und das ist natürlich dann gut, wenn man das Rad nochmal viel stärker belädt. Also Magura-Bremsen sind immer eine Empfehlung für solche Lastenräder. Weiter geht's. Das Unit fährt sich kompakt. Es fährt sich agil und sportlich und hat halt trotzdem diese große Beladungskapazität. Die gefällt mir echt gut. Ich bin mal echt gespannt, was Matthias in den nächsten Wochen mit dem Unit erlebt. Wir werden ihn so ein paar Mal treffen und ein paar Mal begleiten und dann am Ende natürlich einmal zusammen herausfinden, wie so das Fazit ist und für wen sich die Unit Pros am besten eignen. Und da springen wir jetzt mal in die Zukunft. Herzlich willkommen zurück. Wir sind nicht im Studio, sondern wir sind bei dir im Depot. Von hier aus sind deine ganzen Operationen und du hattest jetzt nicht nur die Möglichkeit, dieses Rad hier zu fahren, sondern auch das zweite. Aber für welches Rad hast du dich entschieden in der Regel? Ja, ich habe mich ganz klar tatsächlich für das Rad mit der geschlossenen Box, was ich auch spontan am Anfang genommen habe, entschieden. Und das ist das Gerät meiner Wahl, weil ich einfach diese geschlossene Box für die Aufträge, die ich habe, einfach am besten finde. Die bleiben auf jeden Fall immer garantiert trocken und sauber. Ja, das ist das, was ich brauche. Okay. Wie viele Kilometer hast du abgerissen? Ja, ich war selber überrascht. Ich habe heute geguckt, ich bin über 400 Kilometer gefahren und habe viel Spaß gehabt. Ja, das glaube ich. 400 Kilometer und das waren nicht ganz 4 Wochen. Ne? Wir haben die Räder Anfang April bekommen. Jetzt haben wir Ende April. Meine 3,5. 3,5 Wochen, 400 Kilometer. Und hast du denn jetzt dieses Rad für alle Aufträge genommen? Nein. Nur für die Aufträge, die halt reinpassen. Ja. Also alle Aufträge, die reinpassen, die ich sonst auch mit dem großen Gerät mache, habe ich dann halt hier umgeladen quasi und die mit dem kleinen gemacht. Die komplette Bewertung nach der Radelbande Bewertungsmatrix mit Input von Matthias und auch von mir, weil ich bin das Rad hier auch ein bisschen gefahren. Ich habe jetzt 50 Kilometer damit gemacht, also nicht so super viel.
Die findet ihr unter radelbande.de in Schriftform. Geht mal auf den Link unten in der Videobeschreibung. Wir wollen jetzt aber mal sehen, was uns besonders gut gefallen hat und was uns weniger gut gefallen hat. Und wir haben da jeweils so uns 3 Punkte mal rausgesucht. Wir starten mit den guten Sachen. Was ist dein erster Punkt? Was ist dir besonders aufgefallen? Also sofort ist mir aufgefallen, da ich ja bisher diese Art von Lastenrädern noch nicht gefahren bin, sondern eher immer diese größeren Geschichten, dass es nicht lange dauert, bis man sich eingewöhnt hat. Man dreht ein paar Runden und legt sich ein bisschen in die Kurve und guckt mal, wie ist es so. Und man ist sehr schnell drin und kann durchstarten eigentlich. Ja, das finde ich beim Unit auch stark. Durch dieses kompakte Ausmaß und den verhältnismäßig kurzen Radstand ist kaum ein Unterschied zu einem normalen Fahrrad. Und ich finde auch, selbst wenn man das vorne verhältnismäßig schwer belädt, dass es sich dann auch sehr einfach fahren lässt. Also auch dann ist es keine große Umgewöhnung. Nein. Ich hatte jetzt dann einmal hier 40 Kilo vorne drin und... Fällt nicht besonders auf. Okay, das war der erste Punkt. Was ist dein zweiter Punkt? Der zweite Punkt für mich ist, dass sofort einem auffällt, wenn man sich draufsetzt, es ist alles sehr hochwertig und stabil im Einsatz. Man hat das Gefühl, auf einem wirklich hochwertigen Gerät zu sitzen. Ja, das fand ich auch. Ja. Und was auch cool ist bei den Units, die gesamte Rahmenfertigung und auch die Fertigung dieser ganzen Teile hier, mal von so ein paar Motoren und Akku etc. abgesehen, ist komplett in Europa. Und der dritte Punkt? Ja, also es ist absolut flexibel und schnell im Einsatz. Also wie ich am Anfang auch eben schon sagte mit der Eingewöhnung, man setzt sich drauf, tritt 3-mal drauf und zack ist man los und ist schon im Getümmel und kann seine Aufträge schnell und flexibel einfach abarbeiten. Ja, genau. Und man kommt überall durch mit den Dingern. Man kommt überall durch, das haben wir ja auch ausprobiert. Selbst mit dieser großen 80x60 Box, 60 oder jetzt mit diesem Rahmen ist es vielleicht so 65 cm breit. Absperrgitter etc. Auch durch die kurze Größe, durch die kurze Länge, durch die Kürze sind auch Drängelgitter oder so. Ja, ziemlich einfach. Man kann das gut einschätzen, weil man ja vorwärts drauf zufährt und wenn man mit der Box durch ist, dann kommt man überall durch. Ja. Aber es war ja nicht für jeden Einsatz von dir geeignet. Und da sind wir jetzt bei den 3 Punkten, die uns weniger gut gefallen haben. Was siehst du als größte Einschränkung? Die größte Einschränkung für mich, die ist natürlich sehr auf mein Unternehmen bezogen. Ich hätte gerne noch eine etwas größere Box vorne drauf, um einfach doch noch ein bisschen mehr mitzukriegen. Ja, hier passt eine 60x40 Euro Box rein. Zum Beispiel, Aber wenn du dann natürlich irgendwie zu einem Kunden fährst und der hat eine halbe Palette, dann wird es schwierig. Ne? Ja, dann wird es schwierig. Und es hatte ja auch sicherlich einen Grund, warum du nur dieses Fahrrad verwendet hast und nicht das da. Genau, weil ich tatsächlich mit dieser offenen Plattform für meine Aufträge relativ wenig anfangen kann, weil ich halt immer Angst haben muss, natürlich auch hier bei unserem norddeutschen Schiedwetter, dass es immer mal wieder regnet, dann muss ich immer eine Plane drüber machen oder ich brauche dann noch wieder eine geschlossene Box und so weiter. Und das ist mir tatsächlich immer sicherer, mit so einer wirklich regendichten Box zu fahren. Und da brauche ich mir keine Gedanken machen und es geht immer alles gut. Ja, genau. Also da muss man sich halt auch entscheiden. Man muss sich bei Bestellung im Grunde entscheiden, okay, welche Box brauche ich? Ja. Hier muss man halt eventuell schon mit dem einen oder anderen Kompromiss leben. Wobei ich denke, da gibt es ja auch diese Möglichkeit mit der Kala Cargo und dem großen Anhänger. Aber den halt immer hinter sich herziehen, ist halt auch so die Frage. Ne? Am besten halt beides. Ja, genau. Und der dritte Punkt, das war aber jetzt mehr ein Kritikpunkt von mir, da kannst du jetzt gleich nochmal eine Gegenrede starten. Ja. Durch den kurzen Radstand und dadurch, dass sowohl der Sattel als auch die Ladebox sich direkt über den Rädern befinden, ist das Rad verglichen mit einem großen Long John verhältnismäßig unkomfortabel. Aber da hast du jetzt gesagt... Ja, ich sage einfach, ich habe sowieso Sachen drin, die nicht kaputt gehen sollen und da fahre ich immer so vorsichtig, dass ich nicht über jeden Kannstein und jede Baumwurzel bretter, sondern da fahre ich natürlich vorausschauend und dann
langsam oder außenrum. Dann geht das deswegen schon, okay. habe ich das Problem für mich gar nicht so gesehen. Okay, ja, das finde ich echt interessant. Du hast ja auch gesagt, deine Lademeister, die sind auch ungefedert. Ja. Und als Dreiräder hast du dann natürlich nochmal mehr auch die Chance, die Baumwurzeln oder so zu erwischen. Genau. Aber das war bisher nie ein Problem. Aufmerksam bleiben, das ist tatsächlich so. Also über alles rüberbrettern mit Ladung sollte man nicht machen. Also je besser die Infrastruktur, desto schneller könnt ihr fahren. Das sowieso. Aber für wen sind die Unit Pros jetzt am besten geeignet? Was würdest du sagen? Also ich glaube, durch die Kombinationsmöglichkeiten, die ich jetzt so gehört habe mit verschiedenen Boxen, auch die Möglichkeit, verschiedene Arten von Anhänger dran zu hängen, kann ich mir vorstellen, dass es für viele Arten tatsächlich interessant ist. Wenn man sich aber wirklich genau immer überlegen muss, was man wirklich mitnehmen will. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für Handwerker interessant ist, das mitzunehmen und dann, wenn er weiß, er braucht ein bisschen mehr, sich dann noch den Anhänger hinten dran zu hängen. Ja. So, und in der Stadt zum Beispiel, wo der Platz knapp ist, nimmt es natürlich auch wenig Platz weg. Es stört einfach nicht, wenn man irgendwo ranfährt und es länger irgendwo steht und man hat es dicht bei sich immer. Ja, das stimmt. Man kann es auch, ich meine, wenn wir von Lübeck reden, in die Gänge reinschieben. Das geht mit denen wahrscheinlich nicht so gut, ne? Das geht vielleicht sogar, sogar teilweise noch, aber du hast es halt bei dir. Ne? Ja. Den Sprinter haben sie dann vorne auf der Straße stehen. Ja. Das Rad können sie mit vors Haus oder mit zu ihrem Gewerk schieben. Ne? Stimmt. Also für Kuriere, wie ich ja viel mache, ist es auf jeden Fall auch geeignet. Man muss aber einfach dann wissen, dass es reinpasst. Ja. Wo man jetzt ankommt. Genau, Also dass es irgendwie keine Überraschungen dann gibt, dass man vielleicht mehrmals hin und her fahren muss und dann auch wieder dann dieser Effizienzaspekt flöten geht. Und wofür sich diese Unit Pros natürlich auch eignen, ist, wenn ihr für eure privaten Zwecke regelmäßig irgendwelche größeren Dinge transportieren wollt. Habe ich ja schon gesagt, den Kleingarten zum Beispiel oder Anmerkung von Editing Tillmann. Einen Kleingarten könnt ihr damit nicht transportieren. Diese Box eignet sich natürlich auch hervorragend, wenn ihr zum Beispiel in der Kita arbeitet und regelmäßig viele Materialien irgendwo mit hinnehmt. Oder wenn ihr, was weiß ich, also die Möglichkeiten mit diesem Bike sind wirklich sehr, sehr groß. Man muss allerdings auch sagen, dass die Optik dieser Unit Pros doch deutlich martialischer ist als von den privaten Units. Gerade diese schwarzen Teile hier, das sieht doch schon alles verhältnismäßig massiv aus. Aber was haltet ihr jetzt von den Unit Pros? Wäre das Bike für euch? Wäre das Bike für eure gewerblichen Zwecke, wenn ihr ein Gewerbe habt oder auch für eure privaten Anwendungen? Würdet ihr es eurer Chefin, eurem Chef empfehlen, um es für die Firma anzuschaffen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Schreibt auch mal, was ihr vielleicht für verbesserungswürdig haltet. Ich glaube, das würde Unit sehr interessieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, eventuell auch mit Matthias, dann abonniert den Kanal. Ganz genau. Und folgt Matthias auf Instagram. Und wenn ihr was zu transportieren habt in Lübeck, dann wisst ihr, wo ihr euch melden sollt. Also, tschüss. Bis dann.